Ja, mein Name ist Thomas Blank. Ich bin gebürtig aus Trostberg, das ist nördlich vom Chiemsee, und bin dann über Studium nach München gekommen, habe Lehramt studiert, Mathematik und Sport, und im Moment bin ich hauptberuflich angestellt an der TU München und bin in der Ausbildung als Bergführer, was gar keine so leichte Entscheidung war, weil ich das Ganze während dem Referendariat begonnen habe. Ich würde sagen, dass jeder so seine favorisierten Spielarten hat. Bei mir ist das sicherlich Skifahren und das Klettern, weniger jetzt vielleicht das Eis oder das Hochtouren-Gehen, was ja mit der Grund war, warum ich relativ spät erst angefangen habe, dass ich da die Erfahrung sammelt. Und ist jetzt auch noch so. Klar, wenn ich die Entscheidung habe, die Wahl, ob ich an den Eisfall gehe, in den Schatten oder zum Skifahren, da brauche ich gar nicht überlegen. Die Reise, Skitouren, alpine Herausforderung, ging jetzt in den letzten Jahren für mich ganz stark Richtung Steilwände oder steilere Sachen fahren, weil für mich einfach ein super Reiz darin liegt, zu sagen, das ist die Königsdisziplin. Ich kann steile Anstiege bewältigen, in der Früh, wenn es hart ist, und dann bei vielen Bedingungen super Schwünge im exponierten Gelände fahren, und um 11 Uhr morgens bei warmer Sonne bin ich im Tal. Genial. Das Tourenplan für mich und für andere ist, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache, weil es ein kreativer Prozess ist. Man setzt sich mit sich, mit dem Gelände, mit der Gruppe auseinander und versucht halt immer, das so richtig zu passen. Dass man zum einen das sicher gestaltet, aber zum anderen einfach ein Erlebnis bietet. Ja, und oftmals, wenn man das rational unterm Strich dann betrachtet, kann man ganz klar sagen, eine Alternative fällt gleich mal von vornherein weg, weil das andere einfach vom Erlebniswert viel wichtiger wäre. Ja, ich bin seit kurzem Papa, eine wahnsinnig schöne Erfahrung, und das löst natürlich in einem was aus und es ändert da einiges. Natürlich auch verantwortungsvoller, würde ich jetzt mal sagen, wobei man natürlich das, finde ich, immer schlecht aufwägen kann, weil früher ist man ja nicht unverantwortlich unterwegs. Aber es ist doch so, dass das einfach im Hinterkopf sitzt, und das ist ja gut, dass das da sitzt. Und ich werde mir einfach ganz genau überlegen, was möchte ich machen, was traue ich mir zu und was kann ich halt einfach auch verantworten und mit der Familie vereinbaren. Ich würde mir jetzt gar nicht so entscheiden, was mir da mehr reizt, ob ich lieber Klassiker wiederhole oder Neuland entdecke, weil ich finde, es hat beides seinen Reiz. Also gerade so Klassiker, sich da hineinzubegeben, was die damals geleistet haben mit der Ausrüstung, das ist schon toll, das auch so nachzuerleben. Und selbst einfach auch zu schauen, was waren die Bedingungen damals, auch vom Material, und wie es heute, und wie ist man trotzdem selber einfach gefordert, klar. Und auf der anderen Seite ist einfach spannend, egal ob in der Standard-Skitour, habe ich immer die Augen auf, rechts, links der befahrenen Hänge, der begangenen Hänge, gibt es da noch Potenzial, muss ja kein Neuland sein, aber wenn es die Möglichkeit gibt, dann setze ich die Extraspur da rein.